Bist du bereit, in 3 Schritten Deutsch zu lernen und dabei Spaß zu haben? Dann, los geht's. Warum ist es so schwer, dran zu bleiben? Stell dir vor, du beginnst mit voller Motivation eine neue Gewohnheit. Vielleicht entscheidest du dich, jeden Morgen zu joggen, ein Buch zu schreiben oder eine Sprache zu lernen. Die ersten Tage laufen gut. Du bist motiviert, du fühlst dich produktiv. Doch nach einer Woche oder 2 wird es schwieriger. Die Begeisterung lässt nach, der innere Widerstand wächst. Plötzlich findest du Ausreden. Einmal aussetzen wird zu 2-mal, dann 3-mal, bis schließlich nur noch das schlechte Gewissen bleibt. Warum ist es so schwer, gute Gewohnheiten aufrechtzuerhalten, während schlechte sich fast von selbst festsetzen? Und gibt es einen Weg, das zu ändern? Die Rolle des Dopamins, warum wir Dinge beginnen. Wenn wir etwas Neues anfangen, setzt unser Gehirn Dopamin frei, das Hormon, das uns antreibt. Es belohnt uns für die Vorstellung einer besseren Zukunft. Ein fitterer Körper, eine neue Fähigkeit, ein abgeschlossenes Projekt. Diese Vorstellung erzeugt einen Motivationsschub. Doch das Problem ist, dass Dopamin nicht während der eigentlichen Arbeit, sondern vor allem bei der Erwartung der Belohnung ausgeschüttet wird. Sobald die anfängliche Begeisterung nachlässt und der Fortschritt langsamer wird, sinkt auch der Dopaminspiegel und mit ihm die Motivation. Doch nicht nur der Dopaminspiegel spielt eine Rolle. Unser Gehirn ist darauf programmiert, Energie zu sparen. Anstrengende neue Routinen werden als Herausforderung wahrgenommen, während bekannte Muster weniger Energie verbrauchen. Das bedeutet, dass unser Gehirn uns oft in die Richtung des geringsten Widerstands lenkt. Und das sind oft alte, ineffektive Gewohnheiten. Warum schlechte Gewohnheiten leicht sind und gute schwer. Gute Gewohnheiten erfordern oft Geduld. Wer trainiert, sieht erst nach Wochen oder Monaten Ergebnisse. Wer eine Sprache lernt, braucht Zeit, bis er sie anwenden kann. Das bedeutet wenig sofortige Belohnung, wenig Dopamin. Schlechte Gewohnheiten sind das Gegenteil. Junkfood, Social Media oder Prokrastination liefern sofortige Belohnungen. Dein Gehirn bekommt schnell eine Dopamindosis ohne große Anstrengung. Das macht sie so verführerisch und schwer zu durchbrechen. Zudem sind schlechte Gewohnheiten oft mit weniger Widerstand verbunden. Während regelmäßiges Training Überwindung kostet, ist es einfach, sich nach einem langen Tag aufs Sofa zu setzen und durch Social Media zu scrollen. Dies geschieht oft unbewusst, denn unser Gehirn greift automatisch auf vertraute Muster zurück. Der Motivationsabfall, warum Anfangen leicht ist, aber dranbleiben schwer. Am Anfang ist die Motivation hoch, doch irgendwann erreicht jeder den Punkt, an dem der Fortschritt unsichtbar bleibt. Wissenschaftler nennen das den Motivationsabfall. Unser Gehirn ist auf schnelle Erfolge ausgerichtet. Wenn diese ausbleiben, verliert es das Interesse. Kleine, erreichbare Ziele helfen, diesen Punkt zu überwinden. Wer Fortschritte bewusst dokumentiert, zum Beispiel durch ein Tagebuch oder sichtbare Meilensteine, kann das Dopaminlevel stabil halten. Regelmäßige Erfolgserlebnisse stärken die neuronalen Verbindungen und erleichtern das Dranbleiben. Eine weitere Technik ist das Ersetzen schlechter Gewohnheiten durch bessere Alternativen. Wenn du zum Beispiel immer nachmittags Lust auf einen Snack hast, kannst du statt Schokolade eine gesunde Option wählen. Auf diese Weise gibst du dem Gehirn eine bekannte Struktur, aber mit einer besseren Wahl. Routinen als Schlüssel, wie das Gehirn sich anpasst. Das menschliche Gehirn liebt Routinen, weil sie Energie sparen. Eine neue Gewohnheit fühlt sich anfangs anstrengend an, aber sobald sie automatisiert ist, läuft sie ohne großen Aufwand ab. Der Trick ist, den Einstieg so einfach wie möglich zu gestalten. Ein bewährter Ansatz ist das Habit Stacking, das Verknüpfen einer neuen Gewohnheit mit einer bestehenden Routine. Wer nach dem Zähneputzen eine Seite liest oder direkt nach dem Aufstehen 10 Minuten Sport macht, erleichtert sich den Einstieg. Je automatischer eine Handlung wird, desto geringer ist die mentale Hürde.
Dabei ist es wichtig, sich kleine, realistische Ziele zu setzen. Eine neue Gewohnheit sollte sich zunächst leicht anfühlen. Wer sich zum Ziel setzt, täglich 10 Minuten Sport zu machen, hat eine viel höhere Erfolgsquote als jemand, der direkt eine Stunde pro Tag einplant. Warum Willenskraft nicht ausreicht? Viele glauben, dass sie nur genug Disziplin brauchen, um eine neue Gewohnheit beizubehalten. Doch Willenskraft ist begrenzt. Stress, Müdigkeit oder Ablenkungen zehren an ihr und irgendwann gibt das Gehirn nach. Wichtiger als Disziplin sind strukturelle Anpassungen, Hindernisse beseitigen. Wer morgens joggen möchte, legt seine Sportkleidung am Abend bereit. Ablenkungen minimieren. Wer sich besser konzentrieren will, stellt das Handy auf lautlos. Oder legt es außer Reichweite. Soziale Verantwortung nutzen. Wer sich mit anderen gemeinsam Ziele setzt oder kleine Wettbewerbe veranstaltet, bleibt eher dran. Ein weiterer Schlüssel ist das Verständnis von Rückschlägen. Jeder wird einmal aussetzen oder eine schlechte Entscheidung treffen. Doch anstatt aufzugeben, sollte der Fokus darauf liegen, so schnell wie möglich wieder auf Kurs zu kommen. Die Bedeutung von Geduld, warum langfristiges Denken entscheidend ist. Oft unterschätzen wir, wie lange es dauert, bis eine neue Gewohnheit wirklich gefestigt ist. Studien zeigen, dass es im Durchschnitt 66 Tage dauert, bis eine neue Gewohnheit zur Routine wird. Doch je nach Person und Gewohnheit kann dieser Prozess auch länger dauern. Deshalb ist es wichtig, sich nicht von kurzen Rückschlägen entmutigen zu lassen. Wer langfristig denkt und sich nicht von einzelnen schlechten Tagen aus der Bahn werfen lässt, hat größere Erfolgschancen. Außerdem kann es helfen, sich bewusst zu machen, warum man eine Gewohnheit überhaupt etablieren möchte. Eine tiefe emotionale Verbindung zu einem Ziel stärkt das Durchhaltevermögen. Wie man es schafft, dran zu bleiben. Gute Gewohnheiten scheitern oft, weil sie erst langfristig belohnen. Unser Gehirn bevorzugt schnelle Erfolge, doch mit den richtigen Strategien lässt sich dieses Muster durchbrechen. Wer Fortschritte sichtbar macht, Routinen etabliert und Ablenkungen reduziert, erhöht die Wahrscheinlichkeit, langfristig am Ball zu bleiben. Der Schlüssel liegt nicht in eiserner Willenskraft, sondern in einem System, das das Gehirn für sich arbeiten lässt. Letztendlich geht es darum, den Weg zur gewünschten Gewohnheit so leicht wie möglich zu machen, sich selbst für kleine Erfolge zu belohnen und Geduld mit dem Prozess zu haben. Wer das versteht, kann sein Verhalten langfristig ändern und die Kontrolle über seine Gewohnheiten übernehmen. Die Gewohnheit. Eine schlechte Gewohnheit ist schwer zu ändern. Die Fähigkeit, mehrere Sprachen zu sprechen, ist sehr nützlich. Das Muster. Das Gehirn erkennt schnell Muster in Informationen. Das Gegenteil. Mut ist das Gegenteil von Angst. Der Fortschritt. Sein Fortschritt beim Sprachenlernen ist beeindruckend. Der Aufwand. Viel Erfolg erfordert auch viel Aufwand. Die Wettbewerbe. Er nimmt oft an internationalen Wettbewerben teil. Das Verhalten. Sein Verhalten in der Schule hat sich verbessert. Die emotionale. Emotionale Intelligenz ist für gute Kommunikation wichtig. Gering. Ein geringer Unterschied kann große Auswirkungen haben. Verführerisch. Die Schokolade sieht verführerisch aus. Stabil. Eine stabile Beziehung basiert auf Vertrauen. Erfordern. Diese Aufgabe erfordert viel Konzentration.
Anwenden. Er kann sein Wissen in der Praxis anwenden. Entmutigen. Kritik kann manche Menschen entmutigen. Bist du bereit, in 3 Schritten Deutsch zu lernen und dabei Spaß zu haben? Dann, los geht's. Warum ist es so schwer, dran zu bleiben? Stell dir vor, du beginnst mit voller Motivation eine neue Gewohnheit. Vielleicht entscheidest du dich, jeden Morgen zu joggen, ein Buch zu schreiben oder eine Sprache zu lernen. Die ersten Tage laufen gut. Du bist motiviert, du fühlst dich produktiv. Doch nach einer Woche oder 2 wird es schwieriger. Die Begeisterung lässt nach, der innere Widerstand wächst. Plötzlich findest du Ausreden. Einmal aussetzen wird zu 2-mal, dann 3-mal, bis schließlich nur noch das schlechte Gewissen bleibt. Warum ist es so schwer, gute Gewohnheiten aufrechtzuerhalten, während schlechte sich fast von selbst festsetzen? Und gibt es einen Weg, das zu ändern? Die Rolle des Dopamins, warum wir Dinge beginnen. Wenn wir etwas Neues anfangen, setzt unser Gehirn Dopamin frei, das Hormon, das uns antreibt. Es belohnt uns für die Vorstellung einer besseren Zukunft. Ein fitterer Körper, eine neue Fähigkeit, ein abgeschlossenes Projekt. Diese Vorstellung erzeugt einen Motivationsschub. Doch das Problem ist, dass Dopamin nicht während der eigentlichen Arbeit, sondern vor allem bei der Erwartung der Belohnung ausgeschüttet wird. Sobald die anfängliche Begeisterung nachlässt und der Fortschritt langsamer wird, sinkt auch der Dopaminspiegel und mit ihm die Motivation. Doch nicht nur der Dopaminspiegel spielt eine Rolle. Unser Gehirn ist darauf programmiert, Energie zu sparen. Anstrengende neue Routinen werden als Herausforderung wahrgenommen, während bekannte Muster weniger Energie verbrauchen. Das bedeutet, dass unser Gehirn uns oft in die Richtung des geringsten Widerstands lenkt. Und das sind oft alte, ineffektive Gewohnheiten. Warum schlechte Gewohnheiten leicht sind und gute schwer. Gute Gewohnheiten erfordern oft Geduld. Wer trainiert, sieht erst nach Wochen oder Monaten Ergebnisse. Wer eine Sprache lernt, braucht Zeit, bis er sie anwenden kann. Das bedeutet wenig sofortige Belohnung, wenig Dopamin. Schlechte Gewohnheiten sind das Gegenteil. Junkfood, Social Media oder Prokrastination liefern sofortige Belohnungen. Dein Gehirn bekommt schnell eine Dopamindosis ohne große Anstrengung. Das macht sie so verführerisch und schwer zu durchbrechen. Zudem sind schlechte Gewohnheiten oft mit weniger Widerstand verbunden. Während regelmäßiges Training Überwindung kostet, ist es einfach, sich nach einem langen Tag aufs Sofa zu setzen und durch Social Media zu scrollen. Dies geschieht oft unbewusst, denn unser Gehirn greift automatisch auf vertraute Muster zurück. Der Motivationsabfall, warum Anfangen leicht ist, aber dranbleiben schwer. Am Anfang ist die Motivation hoch, doch irgendwann erreicht jeder den Punkt, an dem der Fortschritt unsichtbar bleibt. Wissenschaftler nennen das den Motivationsabfall. Unser Gehirn ist auf schnelle Erfolge ausgerichtet. Wenn diese ausbleiben, verliert es das Interesse. Kleine, erreichbare Ziele helfen, diesen Punkt zu überwinden. Wer Fortschritte bewusst dokumentiert, zum Beispiel durch ein Tagebuch oder sichtbare Meilensteine, kann das Dopaminlevel stabil halten. Regelmäßige Erfolgserlebnisse stärken die neuronalen Verbindungen und erleichtern das Dranbleiben. Eine weitere Technik ist das Ersetzen schlechter Gewohnheiten durch bessere Alternativen. Wenn du zum Beispiel immer nachmittags Lust auf einen Snack hast, kannst du statt Schokolade eine gesunde Option wählen. Auf diese Weise gibst du dem Gehirn eine bekannte Struktur, aber mit einer besseren Wahl. Routinen als Schlüssel, wie das Gehirn sich anpasst. Das menschliche Gehirn liebt Routinen, weil sie Energie sparen. Eine neue Gewohnheit fühlt sich anfangs anstrengend an, aber sobald sie automatisiert ist, läuft sie ohne großen Aufwand ab. Der Trick ist, den Einstieg so einfach wie möglich zu gestalten. Ein bewährter Ansatz ist das Habit Stacking.
das Verknüpfen einer neuen Gewohnheit mit einer bestehenden Routine. Wer nach dem Zähneputzen eine Seite liest oder direkt nach dem Aufstehen 10 Minuten Sport macht, erleichtert sich den Einstieg. Je automatischer eine Handlung wird, desto geringer ist die mentale Hürde. Dabei ist es wichtig, sich kleine, realistische Ziele zu setzen. Eine neue Gewohnheit sollte sich zunächst leicht anfühlen. Wer sich zum Ziel setzt, täglich 10 Minuten Sport zu machen, hat eine viel höhere Erfolgsquote als jemand, der direkt eine Stunde pro Tag einplant. Warum Willenskraft nicht ausreicht? Viele glauben, dass sie nur genug Disziplin brauchen, um eine neue Gewohnheit beizubehalten. Doch Willenskraft ist begrenzt. Stress, Müdigkeit oder Ablenkungen zehren an ihr und irgendwann gibt das Gehirn nach. Wichtiger als Disziplin sind strukturelle Anpassungen, Hindernisse beseitigen. Wer morgens joggen möchte, legt seine Sportkleidung am Abend bereit. Ablenkungen minimieren. Wer sich besser konzentrieren will, stellt das Handy auf lautlos. Oder legt es außer Reichweite. Soziale Verantwortung nutzen. Wer sich mit anderen gemeinsam Ziele setzt oder kleine Wettbewerbe veranstaltet, bleibt eher dran. Ein weiterer Schlüssel ist das Verständnis von Rückschlägen. Jeder wird einmal aussetzen oder eine schlechte Entscheidung treffen. Doch anstatt aufzugeben, sollte der Fokus darauf liegen, so schnell wie möglich wieder auf Kurs zu kommen. Die Bedeutung von Geduld, warum langfristiges Denken entscheidend ist. Oft unterschätzen wir, wie lange es dauert, bis eine neue Gewohnheit wirklich gefestigt ist. Studien zeigen, dass es im Durchschnitt 66 Tage dauert, bis eine neue Gewohnheit zur Routine wird. Doch je nach Person und Gewohnheit kann dieser Prozess auch länger dauern. Deshalb ist es wichtig, sich nicht von kurzen Rückschlägen entmutigen zu lassen. Wer langfristig denkt und sich nicht von einzelnen schlechten Tagen aus der Bahn werfen lässt, hat größere Erfolgschancen. Außerdem kann es helfen, sich bewusst zu machen, warum man eine Gewohnheit überhaupt etablieren möchte. Eine tiefe emotionale Verbindung zu einem Ziel stärkt das Durchhaltevermögen. Wie man es schafft, dran zu bleiben. Gute Gewohnheiten scheitern oft, weil sie erst langfristig belohnen. Unser Gehirn bevorzugt schnelle Erfolge, doch mit den richtigen Strategien lässt sich dieses Muster durchbrechen. Wer Fortschritte sichtbar macht, Routinen etabliert und Ablenkungen reduziert, erhöht die Wahrscheinlichkeit, langfristig am Ball zu bleiben. Der Schlüssel liegt nicht in eiserner Willenskraft, sondern in einem System, das das Gehirn für sich arbeiten lässt. Letztendlich geht es darum, den Weg zur gewünschten Gewohnheit so leicht wie möglich zu machen, sich selbst für kleine Erfolge zu belohnen und Geduld mit dem Prozess zu haben. Wer das versteht, kann sein Verhalten langfristig ändern und die Kontrolle über seine Gewohnheiten übernehmen.